Hallo ihr Lieben, danke, dass ihr mich heute dabei begleitet, wie ich meinen Kleiderschrank ausmiste bzw. so ein bisschen in Ordnung bringe. Wir haben den Kleiderschrank von Pax von Ikea und der ist wirklich praktisch. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie überhaupt noch diese Schränke herstellen mit diesen Türen. Wie ihr auf meiner Seite sehen könnt, habe ich so eine Art Schattenspiel in der Tür. Wer es richtig erkannt hat, wir haben es nicht ganz richtig eingebaut. Beim Umzug haben wir einfach nicht drauf geachtet, haben es irgendwie zusammengesetzt. Das müssen wir natürlich irgendwann in Angriff nehmen und die Türen wieder richtig setzen. Anders als bei den Kinderkleiderschränken versuche ich in meinem Schrank nicht einfach so alles rauszuräumen, weil es zu viel wäre, sondern ich gehe Sektion für Sektion durch. Bei mir ist es ja viel einfacher. Ich weiß ja ganz genau, dass wenn meine Hosen immer an einem Platz hängen, dann werden sie nicht bei den T-Shirts landen. Ich habe meinen Kleiderschrank ja besser unter Kontrolle als jetzt den der Kinder. Deswegen mache ich hier im ersten Schritt erstmal die Hosen und da habe ich eigentlich nur danach ausgemistet, welche Hosen ich denn direkt mal nach der Schwangerschaft angezogen habe. Weil die sind natürlich ausgeleiert und sitzen nicht mehr ganz so toll, wie sie sollten. Manche Hosen habe ich trotzdem behalten, auch wenn sie vielleicht nicht ganz so toll sitzen oder vielleicht auch wieder ein bisschen mehr schlabbern und da hängt man doch dran oder man denkt sich, oh, wer weiß, vielleicht nehme ich zu, wobei mein Ziel ist es ja eher abzunehmen. Favorite song, I'll put it on repeat. I could wait for you forever, through the storms or any weather. Yeah, you're like New York in the sunshine. I'm a fool, yeah, I got my love blind. And ooh, yeah, got my heart out, and it's covered in gold. Like moonlight over. Hier gehe ich dann nochmal alle Blusen durch und auch alle meine Pullover, die normalerweise am Kleiderbügel hängen. Das Problem, was ich gerade habe, ist, eigentlich wollte ich gerne passende Kleiderbügel bestellen oder beziehungsweise kaufen. Mein Problem ist jetzt natürlich, dass alles zu hat und es aus dem Internet zu bestellen ist einfach zu teuer. Ich weiß, dass es bei Kick welche gibt, die ich haben möchte. Die sind so mit Samt bezogen und kosten, ich glaube, 3 Euro pro 10 Stück oder pro 15 Stück, irgendwie sowas. Und die werde ich mir auf jeden Fall holen, wenn die Geschäfte wieder offen haben. Es war jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich, dass es in diesem Schritt jetzt nicht passieren konnte, dass ich auch gleichzeitig die Bügel austausche. Zwischendurch habe ich auch immer mal wieder was anprobiert und bei so manchen Sachen dachte ich dann wirklich so, oh, sitzt ganz schön eng. Behalten wollte ich es trotzdem. Ich habe mir das Ziel gesetzt, dieses Jahr abzunehmen und ich hoffe, dass ich einige Klamotten wirklich behalten kann, die mir so sehr gefallen haben. On my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on Die T-Shirts, die Röcke und die Shorts, genauso wie die oberen Pullover auf der Fläche, habe ich herausgeräumt. Das ist tatsächlich so der Bereich, wo ich sage, okay, da bin ich so ein bisschen schluderig zwischendurch. Da schmeiße ich auch zwischendurch mal was rein. Deswegen werden diese 3 Fächer zeitgleich ausgemistet und ich sortiere es dann auf dem Boden, wie ich es brauche. Ja, bei den Shorts hatte ich genau dasselbe Problem wie bei meinem Blazer vorhin. Ich wusste ganz genau bei ein paar Shorts, okay, die werde ich nicht anziehen. Also zumindest wahrscheinlich nicht in diesem Sommer. Wir werden mal sehen, wie schnell mein Ziel voranschreitet. Es ist aber tatsächlich so, dass ich weiß, okay, momentan fühle ich mich damit nicht wohl, ich werde es nicht anziehen. Es ist aber ein Teil, bei dem ich weiß, wenn ich wieder meine Figur zurück habe, die ich gerne hätte, dann werde ich mich darin wieder wohlfühlen und ich würde das gerne anziehen. Und deswegen behalte ich es im Kleiderschrank.
Ganz im Ernst, wäre ich jetzt mein Kleiderschrank so durchgegangen, wie es eigentlich sein sollte, ich glaube, ich hätte 80% der Sachen entsorgt, weil ich einfach sage, momentan trage ich alles, was so einigermaßen bequem ist. Die Mamis von euch werden es vielleicht so kennen. Ganz besonders nach der zweiten Schwangerschaft war das so. Und irgendjemand hatte mir mal gesagt gehabt, oh, nach der zweiten Schwangerschaft wirst du sehen, du nimmst nicht so schnell ab wie nach der ersten. Und ich habe mir nur gedacht, ja, nee, ist klar, ne? Ich schaff das schon. Und naja, es war nicht so. Ich habe es nicht geschafft. Beziehungsweise, es hatte nicht viel mit der zweiten Schwangerschaft zu tun, sondern eher mit der Tatsache, dass ich Max fast 2 Jahre lang gestillt habe und mich dann natürlich auch daran gewöhnt habe, wie ich gegessen habe. Und das habe ich beibehalten. Und bevor ich dann mit Emma schwanger wurde, war es so, dass ich die 10 Kilo zu viel drauf hatte, die ihr halt jetzt auch immer noch seht. Und das stört einen natürlich, wenn man dieses Gewicht nicht gewöhnt ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich behalte die Teile, die ich mag im Kleiderschrank. Ich setze mir für dieses Jahr das Ziel, wenn ich es nicht durchhalte, dann werde ich es zum Ende dieses Jahres tatsächlich ausmisten. Und zwar alles. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a super. Ein paar meiner Abendkleider habe ich dann noch in den oberen Teil meines Kleiderschranks gepackt. Ich weiß ja, ich werde dieses Jahr ganz bestimmt nicht mehr auf eine Hochzeit gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das einigermaßen normalisiert. Deswegen habe ich so gemacht, dass ich ein paar Teile, von denen ich weiß, die ziehe ich nirgendwo anders hin an, weil es tatsächlich Abendgarderobe ist, habe ich dann in diese C&A-Tüte gepackt und die packe ich dann hoch, bis ich irgendwann so weit bin und darauf wieder zurückgreifen kann. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the. Früher war ich verrückt nach Bikinis und deswegen habe ich wahrscheinlich immer noch so viele. Ich weiß, dass bevor wir umgezogen sind, ich die schon mal ausgemistet habe und da kam schon der größte Teil weg. Das ist jetzt sozusagen der Rest und da bin ich nur noch mal durchgegangen, okay, was passt tatsächlich als Oberteil nicht mehr. Nach dem Stillen verändert sich nun mal der Körper. For your love. It's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll suck you, no, 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 to my center of gravity. Cause it's true, no, no, no. Everything they say about me, I'll love you like a supernova. Burn into you like a shooting star. Bei der Nachtwäsche bin ich nur noch mal alles durchgegangen und habe tatsächlich die ganzen Hosen, also die langen Hosen, im Nachhinein auch wieder entsorgt, beziehungsweise die erstmal oben in den Schrank gepackt, weil ich ganz genau weiß, ich benutze die nicht. Im Sommer werde ich nicht mit einer langen Hose schlafen und jetzt im Winter haben wir ja die Fußbodenheizung und die heizt wirklich stark. Also es ist immer super warm in unserem Zimmer. Ganz loswerden wollte ich sie nicht, weil ich mir gedacht habe, wer weiß, vielleicht wollen wir wirklich mal in ein Ferienhäuschen im Winter oder verreisen, man weiß es ja nicht. Und da habe ich dann doch schon ganz gerne, dass ich irgendwie was in Reserve habe. Back again, square one. Try to leave myself behind. Und ja, das war das erste Mal, dass ich tatsächlich diese Glasfläche abgewischt habe. Zumindest seitdem wir eingezogen sind. Und jetzt bin ich das erste Mal tatsächlich durchgegangen. Und ich bin so sauer auf mich, dass ich kein Vorherbild gemacht habe oder kein Vorhervideo. Denn es war wirklich super dreckig. Das sieht man da gar nicht. Ich bin hier erstmal mit Wasser lang gegangen und bin dann mit einem Glasreiniger drüber und habe die Fläche nur noch mal sozusagen nachpoliert.
time you crossed the line. Hier seht ihr dann das fertige Ergebnis. Es sieht wirklich schön aus und trotzdem finde ich es für meinen Geschmack immer noch zu überfüllt. Aber wie gesagt, das werde ich zum Ende des Jahres auch nochmal in Angriff nehmen. Hier seht ihr dann alles, was ich entsorgt habe. Es war wesentlich mehr als das, wonach es aussieht. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis Sonntag. Tschüss.